Im Sommer 2018 fuhren wir mit dem Fahrrad von Salzburg los, um die Welt zu entdecken. Unser gesetztes Ziel: mit dem Fahrrad bis Neuseeland reisen. Nach 20 Monaten Fahrradfahren erreichten wir Malaysia in Südostasien, wo uns der Ausbruch der Corona-Pandemie zur unerwarteten Heimreise zwang. Das Radreisefieber hatte uns aber längst gepackt und so fuhren wir 2021 erneut von Salzburg los. Seither haben wir Skandinavien umrundet, haben den Winter in Nordnorwegen verbracht und sind nun seit ein paar Wochen in Schottland. Noch ahnen wir nicht, dass wir auch diese Reise aufgrund einer unerwarteten Wendung abbrechen werden. Schottland stand nie auf unserem Reiseplan. Ein Fehler, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Denn die nördlichen Inseln und die gesamte Westküste von Schottland sind landschaftlich eine Wucht. Auf dem Festland folgen wir der berühmten Straße NC 500, die erfolgreich als die Route 66 Schottlands vermarktet wird. Die kleine enge Straße schlängelt sich vorbei an den imposantesten Fjorden, Buchten, Sandstränden und Steilküsten. Es könnte nicht besser sein, aber warum beginnen wir trotzdem, alles in Frage zu stellen? Also manchmal frage ich mich schon, warum wir uns schon wieder für ein Land entschieden haben, wo es kalt ist, wo es windig ist. Also ich weiß nicht, ob das so die gute Entscheidung war. Es ist wirklich mühsam anstrengend. Ich meine, es hat bis jetzt noch fast gar nicht geregnet, seit wir jetzt in Schottland sind. Aber wie gesagt, dieser kalte Wind ist schon ein bisschen anstrengend. Ich meine, die Gegend ist wunderschön da. Aber ich glaube, also ich kann nur für mich jetzt sprechen, ich bin irgendwie jetzt einmal reif dann auch wieder für ein Land, wo es wärmer ist. Ja, wo es einfach ein bisschen leichter fällt dann alles. Es verunsichert uns, trotz dieser surreal schönen Landschaft so negativ gestimmt zu sein. So kennen wir uns eigentlich gar nicht. Wir versuchen, die entmutigenden Gedanken zu verdrängen und lassen uns nicht beirren. Mittlerweile haben wir doch gelernt, dass Emotionen beim Reisen mit dem Fahrrad schnell überkochen können und nach einem schlechten Tag immer ein guter Tag folgt. Und als hätte uns das Schicksal ein Zeichen geben wollen, finden wir an diesem Tag einen Wildcampingplatz wie aus dem Bilderbuch. Wir haben jetzt einfach den mega Campingplatz gefunden. Herrlich. Jetzt sind wir jetzt 70 Kilometer ungefähr gefahren, über 1000 Höhenmeter, war echt anstrengend. Als Belohnung haben wir jetzt, ja, gigantisch, das ist einfach ein Süßwassersee, da hinten geht der Fluss runter und da ist eine Ruine. Das Schloss ist aus dem 15. Jahrhundert, von 1490, glaube ich. Wow, das ist herrlich. Das macht das Radreisen dann einfach aus, wenn man an solchen Orten dann campen kann. Und, ja, genial. Oh, was für ein Tag. Ja, jetzt Zelt aufbauen, Essen kochen und dann genießen. Dieser scheinbar perfekte Campspot wird sich in wenigen Tagen als ein kleines Puzzleteil entpuppen, die im Gesamten zum Abbruch der Reise führen werden. Die Reise geht weiter durch die schottischen Highlands. Wir fahren vorbei an Munros, so werden jene Berge Schottlands genannt, die höher als 914 Meter hoch sind. Wir radeln entlang zahlreicher Lochs, so nennen die Schotten stehende Gewässer, deren bekanntester Vertreter vermutlich Loch Ness ist. Wir entdecken Rotwild, das sich, so erzählt man uns, in Schottland immer weiter verbreitet. Wenn du dich für unsere Route interessierst, findest du alle Infos auf Komoot. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.
Schottland ist bekannt dafür, dass es da sehr viel regnet. Wir waren bis jetzt wirklich verschont geblieben. Wir haben zwar viel Wind abgekriegt, aber noch kein Regen. Jetzt ist der erste Tag, wo es wirklich den ganzen Tag durchregnet. Wir sind zum Glück am Campingplatz und nutzen die Zeit zum Videoschneiden. Ja, aber bis jetzt sind wir noch trocken. Morgen soll es schon wieder schön werden, also keine Beschwerde. An unseren Pausentagen versuchen wir, unseren Blog und YouTube-Kanal Saddle Stories am Laufen zu halten. Aber das fällt uns ziemlich schwer. Weil Unterkünfte unser Budget sprengen würden, müssen wir kreativ werden, um überhaupt arbeiten zu können. Wie hat der Reini so schön gesagt, wir sind keine digitalen Nomaden, wir sind digitale Streuner. So fühlt sich das an. Digitale Streuner, das sind wir mittlerweile richtig lang, genauer gesagt seit Mitte 2018. Damals haben wir unsere erste Radweltreise gestartet. Und dass auf unseren Reisen nicht immer alles glatt verlaufen ist, das haben wir euch schon des Öfteren gezeigt. Deswegen haben wir seit Tag 1 unserer Reise eine Reiseversicherung abgeschlossen, und zwar das Versicherungspaket ProTrip World von Dr. Walter. Und wir würden euch die Reiseversicherung nicht empfehlen, hätten wir nicht über die Jahre hinweg zahlreiche Gelegenheiten gehabt, sehr gute Erfahrungen mit der Versicherung zu sammeln. Egal, ob das Zahnschmerzen in Norwegen waren oder unser schwerer Autounfall in Laos, unsere Reiseversicherung hat uns schon oft aus der Misere geholfen. ProTrip World kann man für bis zu 2 Jahre abschließen. Kommt man früher nach Hause als geplant, weil man zum Beispiel die Reise frühzeitig abbricht, kündigt man die Versicherung und zahlt keinen einzigen Tag zu viel. Übrigens könnt ihr die Versicherung auch abschließen, wenn ihr bereits auf Reisen seid. Und für Personen unter 30 Jahren oder für Reisen innerhalb Europas gibt es besonders günstige Tarife. Auch eine Reisegepäckversicherung kann man dazu wählen. Seit kurzem bekommt man mit Vertragsabschluss auch Zugang zu der App AirDoctor. Mit Hilfe der App findest du Fachärzte und Allgemeinmediziner in deiner Nähe und kannst einen Termin in der Praxis oder alternativ einen Videocall vereinbaren. Ärztlichen Rat findet man so schnell und unkompliziert überall. Wer auf der Suche nach einer guten Reiseversicherung ist, der findet alle Infos über ProTrip World von Dr. Walter über den Link in der Videobeschreibung. Unsere Empfehlung, die habt ihr auf alle Fälle, aber jetzt geht's zurück nach Schottland. Jetzt sind wir auf den letzten Kilometern der NC 500, die verlassen wir jetzt Richtung Süden. Und wir wollen eigentlich weiterhin der Küste entlang fahren, aber wir sind da immer wieder, stehen wir da vor der Entscheidung, der Küste entlang zu fahren, eben, was wirklich bedeutet, wahnsinnig viel Fjorde ausfahren, viel Höhenmeter, wesentlich mehr Kilometer als die Alternativrouten übers Landesinnere. Und jede Entscheidung bei jeder Kreuzung fällt uns wieder schwer. Immer dieses Abwägen zwischen vielleicht der landschaftlich reizvolleren und dafür der wesentlich langsameren Straße zu wählen, ist nicht immer so einfach. Weil eigentlich ist ja die Straße durchs Landesinnere auch meistens wunderschön. Und es fällt uns immer wieder schwer, uns zu entscheiden. Und jetzt haben wir die nächste Entscheidung zu treffen. Und Reini, was machen wir? An der Küste. Gestern am Abend haben wir noch gesagt, nein, wir wollen Kilometer machen. Heute in der Früh haben wir beschlossen, scheiß auf die Kilometer, wir fahren der Küste entlang. Also wir haben dann im Endeffekt für eine Luftlinie von 100 Kilometer fahren wir jetzt 300 Kilometer auf der Straße. Das ist echt schon ein gescheiter Umweg. Aber gut. Dafür haben wir hoffentlich schöne Straßen. Und die haben wir. Wasserfälle, tiefe Schluchten, Fernblicke von der Straße in die Weiten. In Schottland, das haben wir mittlerweile festgestellt, ist es egal, wo man entlang fährt. Denn landschaftlich ist das Inland genauso spektakulär wie die Küstenregion. Und abends einen Zeltplatz zu finden, ist auch kein Problem. Perfekter Campspot. Traumhaft. Nachdem wir jetzt ein paar Tage auf dem Campingplatz verbracht haben, ist das jetzt wieder richtig cool. Das ist eigentlich das, was uns taugt.
Dieser Platz ist genauso schön wie jener vor ein paar Tagen, als wir neben der Burgruine am See übernachtet haben. Doch an beiden Orten offenbart sich uns ein Problem, das auf den ersten Blick unsichtbar scheint. Jetzt haben wir ein echter traumhaftes Campingplätzchen für heute gefunden. Hinten geht gerade die Sonne unter, es schaut wirklich so schön aus, es ist richtig idyllisch. Aber was man schon auch erwähnen muss, das hat immer zwei Seiten. Wir campen da gerade, das ist wunderschön alles, wir kommen da an. Und auf einmal haben wir so viele Zecken schon wieder überall drauf. Also das hat uns keiner gesagt, dass es in die Highlands unglaublich viele Zecken gibt. Wir haben schon mal bei einer Burgruine geschlafen. Und da sind wir dann den Tag drauf zu einem Campingplatz gefahren und haben dann festgestellt, dass 1 Million Zecken auf uns rumkreien. Ich glaube, bei der Angie haben schon 9 oder so Bissen gehabt, bei mir glaube ich 4. Also ja, es ist nicht nur ein Mückenparadies da, aber die Mücken sind zum Glück noch nicht da, die kommen erst im Juni. Es ist auch ein Zeckenparadies da. Also das muss auch mal gesagt werden. Während wir langsam der Küste entlangfahren, haben wir viel Zeit nachzudenken. Die gute Stimmung möchte nicht mehr so ganz aufblühen. Wir beginnen zu zweifeln, stellen die Sinnhaftigkeit dieser Reiseart in Frage, verlieren die Motivation und damit auch die Leichtigkeit in uns. Unbeschwert zu reisen gelingt uns momentan kaum noch. In vielen langen Gesprächen stellen wir beide fest, dass wir uns nach mehr Bequemlichkeit sehnen. Wir sehnen uns nach unserer Komfortzone, verspüren immer weniger die Lust, über unsere Grenzen hinauszugehen. Es fällt uns schwer einzugestehen, dass wir momentan gern weniger Abenteuer, aber mehr bequemen Alltag hätten. Wir stecken mitten in einer Sinnkrise. Diese Zweifel ziehen sich über Tage hinweg. Immer wieder versuchen wir uns vor Augen zu führen, wie privilegiert unsere Probleme sind. Ist es nicht völlig absurd, unglücklich zu sein, obwohl wir uns das alles selbst aussuchen durften? Sind wir nicht auf Reisen, eben weil es uns glücklich macht? Der Frühling ist vorangeschritten und nimmt volle Fahrt auf. Die Lämmer wachsen heran und die Vegetation wirkt immer saftiger. Unserer Stimmung tut das gut. Doch da macht sich Reinis Gesundheit zum ersten Mal leicht bemerkbar. Den gestrigen Tag haben wir auf dem Campingplatz verbracht. Und es war wirklich eine sehr gute Entscheidung, weil zum einen bin ich so leicht verkühlt und zum anderen hat es gestern den ganzen Tag durchgeregnet. Und die Angie hat ja vor ein paar Tagen die Nähte von unserem Zelt abdichtet. Das hat wirklich gut gehalten. Nur an ein paar Stellen ist dann trotzdem ein bisschen was durchgekommen. Das heißt, wir müssen dann einmal nachdichten. Und dann ist hoffentlich beim nächsten Schauer dann richtig dicht. Ja, heute ist voll dampfig gerade. Also es ist richtig feucht die Luft. Aber es ist kein Regen. Und ja, jetzt geht es weiter Richtung Süden für uns, Richtung Fort William. Und von dort geht es dann weiter nach Glasgow. Mit Glasgow vor Augen liegt das Ziel zum Greifen nahe. Das hilft der Motivation. Doch je näher wir Richtung Glasgow kommen, desto schlechter wird mein Gesundheitszustand.
Der Verkehr auf den Straßen nimmt stellenweise enorm zu und es kommt zu 2 brenzlichen Überholmanövern. Zum Glück kommen wir mit dem Schrecken davon. Bei uns ist die Motivation gerade echt ziemlich am Nullpunkt, besonders beim Reini. Der ist ein bisschen krank und jetzt ist er sogar noch gerade hingefallen mit dem Radl, also umgefallen, weil ein Stor vergraben war. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Dann regnet es die ganze Zeit. Heute haben wir sogar Rückenwind gehabt, echt super. Morgen ist wieder Gegenwind. Und am Abend, wenn man dann das Zelt aufgestellt hat, dann fängt es zum Regnen an, so wie jetzt gerade. Aber was eigentlich viel schlimmer ist, sind dann nur die 1 Million Zecken, die dann dazukommen. Also Schottland macht es uns echt gerade nicht einfach. Wir waren jetzt letzten Sommer in Norwegen, da war viel Regen. Wir waren dann in Finnland, da war es kalt. Dann waren wir im Winter im Nordnorwegen, da war es dunkel und kalt. Und jetzt haben wir noch Schottland. Und es ist einfach wieder kalt. Wir sehen einfach den Sommer und haben einen sehr, sehr kurzen Geduldsfaden gerade und wünschen uns am liebsten nach Italien an den Strand mit einem Eis und einer Pizza. Jetzt ist der nächste Tag, blauer Himmel. Zumindest teilweise Sonnenschein, der Gegenwind. Halt sehr eingrenzen, ist eigentlich noch keiner da. Und dann ist wieder alles gut. Das sind diese emotionalen Achterbahnfahrten, die man beim Radreisen durchmacht. Und ich muss echt sagen, kein Video kann diese Emotionen dann irgendwie rüberbringen. Man muss es einfach mal selber erlebt haben, selber ausprobieren. Deswegen der Appell von uns: Schwingt sich aufs Radl und fahrt mal ein paar Tage irgendwo hin. Probiert es mal aus. Es ist echt. Es ist eine Reise wert, egal wohin. Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, und zwar, dass wir am Weg nach Glasgow ein kleines Stück mit dem Zug überbrücken. Das hat mehrere Gründe, und der erste Grund ist oder einer der Gründe ist einfach der Verkehr. Dass wir diesen kleinen Cone nicht fahren wollen und ja, einfach deswegen ein Stück mit dem Zug überbrücken werden. Und ein anderer Grund ist, der Reini hat ein paar Baustellen. Eine Baustelle ist, er ist letztens mit dem Radl gestürzt und hat sich die Rippen, ja wissen wir nicht, geprellt wahrscheinlich, hoffentlich nur geprellt. Auf jeden Fall tut es ihm ziemlich weh und ist auch nur dazu ziemlich verkühlt und ist einfach nicht fit. Und ja, es spricht einfach wirklich gerade alles dagegen, es wehrt sich alles. Wir machen das nicht oft und auch immer ein bisschen ungern, Sachen mit dem Zug zu überbrücken oder mit dem Bus. Aber mittlerweile haben wir einfach den Punkt erreicht, dass wir sagen, es ist uns einfach egal, wir wollen es genießen, wir müssen niemandem was beweisen. Und ja, es spricht einfach alles dagegen, und deswegen nehmen wir jetzt den Zug und sind okay damit. Der Reini macht so, wir sind okay damit. Die Entscheidung, mit dem Zug zu fahren, stellt sich als goldrichtig heraus. Die letzten Kilometer nach Oban führen auf einem perfekt ausgebauten Radweg, der in diesem Moment der pure Genuss für uns ist. Wir lassen uns für diese Strecke den ganzen Tag Zeit, merken aber, wie uns Stunde um Stunde immer mehr die Kraft ausgeht. In Oban angekommen, nimmt die ganze Sache eine mehr als unerwartete Wendung. Ich fühle mich seit ein paar Tagen so ein bisschen verkühlt, ein bisschen kränklich, also nicht ganz fit und so. Und gestern haben wir gestern beschlossen, dass wir eine andere Route nach Glasgow fahren, dass wir eigentlich dann einen Teil mit dem Zug fahren. Und jetzt sind wir in Oban.
und haben da jetzt unser Zelt aufgeschlagen. Und gestern habe ich dann noch mit meinen Eltern telefoniert, die was gerade beide Corona-positiv sind. Und dann habe ich noch so gesagt, also ich bin zwar ein bisschen verkühlt, aber ich glaube nicht, dass das bei mir jetzt so ist. Und wir haben, wie gesagt, dann unser Zelt so aufgestellt und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mal einen Corona-Test. Dann habe ich gestern Abend einen Test gemacht, dann ist der jetzt positiv ausgefallen. Ach, also es kommt gerade echt alles zusammen. Das ist irgendwie, gestern haben wir beide schon so ein bisschen Motivationsprobleme gehabt, jetzt bin ich ja noch Corona-positiv, es regnet gerade voll, es ist windig draußen. Ja, das ist ein bisschen ein schwieriger Moment. Naja, so schwierig ist es eigentlich nicht. Wir müssen uns jetzt einfach eine Unterkunft nehmen, wo wir unser eigenes Zimmer haben, wo wir uns ein bisschen absondern können. Ja, müssen wir die Tage jetzt auskurieren, aussitzen. Und ja, wir werden das Beste aus der Situation machen. Ich finde die Situation schon sehr schlimm, weil es ist einfach, also der Reini hat nicht nur Corona, hat auch noch geprellte Rippe. Das hast du nicht vergessen zu sagen. Und dann sind die Unterkünfte, da hat man eigentlich ein Airbnb schon gehabt in Glasgow, ein leistbares, und die hat uns jetzt abgesagt. Beziehungsweise jetzt, wo der Reini Corona hat, können wir da sowieso nicht hin. Oder wollen wir nicht hin, weil die dort auch drinnen wohnt. Und alle anderen Unterkünfte sind einfach unfassbar teuer. Dann kommt nur dazu, dass der Zug, mit dem wir heute fahren wollen, womöglich gar nicht fährt, weil ScotRail, also der Zuganbieter, zu wenig Fahrer hat. Wahrscheinlich wegen Corona. Jetzt wissen die gar nicht, ob der Zug überhaupt fahren kann, je nachdem, ob halt genug Fahrer kommen oder nicht. Es ist alles wie so ein großer Knoten und man muss ihn irgendwie versuchen zu lösen. Und ja, ich finde es gerade richtig scheiße. So, jetzt hilft es ja nichts mehr, oder? Ja. Die Zugfahrt nach Glasgow verläuft problemlos und es fühlt sich gut an, diese Hürde trotz dem ganzen Chaos, das in unserem Kopf gerade herrscht, geschafft zu haben. Auch wenn es nicht das letzte Hindernis für uns bleiben sollte. Jetzt haben wir in Hotel Nummer 2 und ja, mein Herz schon. Jetzt hat es mich erwischt. Reini geht es langsam bergauf, fühlt sich schon ein bisschen besser. Bei mir geht es auch schon bergauf. Mir ist jetzt auch sehr schlecht gegangen, aber ja, wir sind zuversichtlich. Jetzt weil wir da wieder raus müssen, uns das 3. Hotel gebucht, diesmal ein ganzes Apartment. Also wir schauen immer drauf, dass wir autark leben können. Und ja, da übersiedeln wir heute und 2 Kilometer von da weg. Also wird anstrengend, aber wird schon funktionieren. Und da sind wir dann nochmal 7 Tage, haben wir uns jetzt eingebucht. Es kostet uns richtig viel Geld alles. Es tut richtig weh. Glasgow ist nicht günstig. Schon gar nicht, wenn man so kurzfristig bucht. Und ja, aber es hilft nichts. Wir können zu niemandem haben, weil wer nimmt uns in dem Zustand auf, beziehungsweise wir würden auch nicht zu irgendwem heimgehen. Und Radlfahren ist sowieso nicht möglich. Und ja. Was soll man machen? Nach 10 Tagen in Glasgow sind wir zumindest wieder so weit gesund, dass wir ein bisschen durch die Stadt schlendern und das Flair der schottischen Hauptstadt aufsaugen können. Bis zuletzt haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, mit den Rädern weiterfahren zu können. Aber es geht uns gesundheitlich bei weitem noch nicht gut genug, um jeden Tag Radfahren zu können.
Die Genesung geht nur schleppend voran und weil Corona bekanntlich sehr hartnäckig sein kann, beschließen wir, den Zug nach London zu nehmen. Weitere 14 Tage in Glasgow zu bleiben möchten wir nicht und in London können wir bei Angies Bruder unterkommen. Wir sind in London. Glasgow landen 4 Stunden. Das ist ein ziemlich guter Schnitt, glaube ich. Ihr merkt, die Stimmung steigt. Zeit mit der Familie zu verbringen, tut uns extrem gut. Bei Londons größtem Fahrrad-Event mitzufahren, bringt die Lust aufs Radfahren zurück und wir schaffen es endlich, eine wichtige Entscheidung zu fällen. Nach einem Jahr durch Europa beenden wir unsere Reise in London. Anstatt die letzten Kilometer von London nach Salzburg mit den Rädern zu fahren, fliegen wir nach Hause. Nach all den Ereignissen der letzten Wochen könnte das Heimweh nicht größer sein und die Vorfreude auf unsere Freunde, Familie und einen ganz gewöhnlichen Alltag steigt ins Unermessliche. Corona hatte also auch beim Abbruch dieser Reise die Finger mit im Spiel. Während wir noch Wochen brauchen, bis die letzten Symptome gänzlich verschwinden, hat sich bereits ein neues, kleines Abenteuerflämmchen in uns entfacht. Bei unserem nächsten Abenteuer soll es zu Fuß durch Österreich gehen. Ganze 1000 Kilometer über die Alpen. Doch davon erzählen wir euch im Frühling mehr hier auf YouTube. Wie ihr seht, wir sind mittlerweile in Österreich zurück und haben unsere Sinnkrise überwunden. Damit ist auch die Lust aufs Abenteuer wieder zurückgekommen. Und wenn ihr gerade dabei seid, eure Abenteuerreise zu planen, dann denkt daran, gegebenenfalls eine Reiseversicherung abzuschließen. Wir waren immer mit ProTrip World unterwegs und die Versicherung von Dr. Walter können wir euch sehr empfehlen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.